Hallo und willkommen zurück zu Tales of Xillia 2. So, wir müssen jetzt uns mit diesem Typen im Gasthaus treffen. Oh, und ich höre es miauen. Ah, direkt da. Sehr geil. Hauptgeschichte fort. Vielleicht doch noch nicht. Kann ich schon raus? Kann ich schon in die nächste Stadt? Ach, ich liebe Zeit. Probieren wir es einfach mal aus. Oh, da hinten. Ha. Ich glaube, da rechts hinten ist der Dimensionsriss. Kann das sein? Verdammt. Use water. This is nothing. Das kannst du aber laut sagen, das ist ja wirklich nichts. Versuchen wir es nur ein bisschen auf Unbekannt, dann gibt es nämlich mehr Erfahrungspunkte und Kram zum Sammeln. Geschenkt. Ach. Egal. Okay, Ludger ist mit den Dingern echt nicht der Schnellste. I should be helping, not hurting. I'm getting strong. Fertigkeiten. Vitalität. Mhm. Noch mehr so Kitty Crisps. Ah, da komme ich nach Hamil. Mal schauen, ob ich irgendwas auslösen kann. Spinnennetz. Ich müsste ja eigentlich auch noch die anderen Dinger sammeln können. Wie heißen so diese Schätze? Von diesen Wildsamen habe ich ja echt genug. Von den Spinnennetzen auch. Na, dann komm doch her.
like I'm a full-fledged fighter now. Pride always was your downfall, Leia. Hey, I heard that. Habt euch mal lieb, ihr zwei. You know, I'm starting to like your style. You're pretty tough for a kid your age. Here, this is a gift from your mentor. A little token of how close we've become. I expect you'll treasure it. Freundschaft zu Alvin wächst. Kritischer Schlag. Sehr cool. Da komme ich ja wirklich schon hin. Ich glaube, hier ist es noch nicht. Ja, weit genug für eine Story. Ich gehe nochmal zurück. Und mache dann erstmal die Hauptgeschichte weiter. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Jetzt habe ich natürlich nirgends so geguckt, ob hier so Löcher sind, wo ich reinkriechen kann. Vor allem verstehe ich nicht, warum überall, wenn ich so weit nach da hinten gehe, diese blaue Umrandung ist. Das stört total. Also mich stört es total. So, ich laufe einfach... Oh, da werde ich angerufen. Ich glaube, der Anruf ist wichtig. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Tschüssi. So, da bin ich auch schon wieder. Tut mir leid, der Anruf war wirklich wichtig, da es um mein Praktikum ging von der Uni aus und ich ja dafür nach München ziehen muss, in eine eigene Wohnung und so, und das mit dem Geld etwas knapp wird, da ich an einer privaten Hochschule studiere und die nicht gerade unbedingt sonderlich günstig ist. Und daher habe ich einen Zuschuss von Wohngeld beantragt bei einer Stiftung. Und die bekomme ich aber nur für die 6 Monate, wenn ich auch ausgewiesen bekomme, dass es 6 Monate dauert. Und das, ja, alles ein bisschen komplizierter. Aber ich muss sagen, ich freue mich drauf. Also ich habe ja noch nie in einer Großstadt gewohnt und München ist halt schon wirklich riesig. Also mal davon abgesehen, Kobe war jetzt auch in Japan nicht unbedingt kleiner. Das waren 9 Wochen, die ich da gewohnt habe. Und ansonsten wohne ich nicht gerade unbedingt in einer Großstadt. Zwar nicht unbedingt auch in einer, also Kleinstadt ist es auch nicht. Also so Dörfchen kann man es auch schon nicht mehr bezeichnen. Es ist so, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnet. Ob es eine Kleinstadt ist oder... Sei es drum. Ich glaube, iCup nehme ich noch mit. Aber jetzt habe ich natürlich gar nicht geguckt, wie lang der Part vorhin ging. Dann mache ich das jetzt 15 Minuten. I won't hold back. Not bad. So cool. I want to shoot too. Die Waffen sehen aber noch ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen krüppelhaft aus. Katzen sind zurückgekehrt. Was bringen sie mir denn mit? Hey, not bad. Kann ich euch denn jetzt noch hinschicken? Ah, da wart ihr auch noch nicht. I hope you find something good. Jetzt war ich schon in Hamil, jetzt hätte ich gucken können, ob es da irgendwo eine Katze gibt. Ah, geschenkt. Machen wir mit der Hauptstory weiter. What do you want? Where does it hurt? I'm a doctor.
We've confirmed your arrival at Aladi Sea Haven. Recover the data from the pursuit agent and return to Company HQ. Sorry about that. Here's the data. But these poor people. Recovering the data is your top priority. Bring it to HQ immediately. What's so special about it? It's a copy of all the fractured dimension data that the former Director Kresnik had collected and analyzed. Huh? Fractured dimension? So you had a run-in with Julius? Yes. We had him outnumbered 10 to 1, and yet he still decimated us. But at least we got the data off him. Get it back to HQ. It'll really help us improve our ability to detect waymarkers. You all go on ahead. I'll take care of these people. Need a hand, Princess? I prefer the company of Rowan, thank you. This old geezer would be honored to help, young mistress. Good thing I have thick skin. Warum mag die den dann immer noch nicht? Kapitel 6, die Spurious AG. He beat up his former co-workers, huh? I want to believe he had a good reason, but... Ugh. Verstehen tue ich es trotzdem nicht so ganz. Also ich weiß, ich dachte, Alice und Alvin hätten sich wieder vertragen. Aber das scheint wohl dann doch nicht ganz so der Fall zu sein. Da kam ich jetzt an, richtig? Ui, da leuchtet was. Geht zur Spurious AG, das heißt, ich muss nach Triglev. Die haben doch auch einen Hafen. Warum kann ich da einfach nicht hin? Na gut, dann den ganzen Umweg wieder zurück. Bleibt mir nichts anderes übrig. Wo sind denn die? Ah, da. So. Ah, ich könnte eigentlich auch meine Vorräte auffüllen. Ich habe ja jetzt genug Geld eigentlich wieder. Kaufen. Oder warte mal, Lebensmittelhändler. Kaufen. 50% Element, mehr Elementerz. Mehr Geld. Mehr Erfahrungspunkte wären irgendwie cooler. Schlucken wir doch direkt mal irgendwas davon. Was haben wir denn so alles? Objekte, Lebensmittel. Ah, wieder her. So alles, was ich sowieso nie brauche. Ah, doch, das ist sie. Alter, wie riesig. Das ist ja echt krank. Gibt's da irgendwo was? Ah, die Vögel haben auch so gar keine Angst vor uns. Bleiben einfach seelenruhig sitzen. Wäre cool gewesen, wenn ich hier jetzt noch was gefunden hätte, aber irgendwie, Irgendwo in der Spurious AG gibt es auch noch eine Katze.
Na? Gucken, ob ich sie irgendwo miauen höre. Nee. We've been expecting you, Mr. Kresnik. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Look at this place! It's so big and pretty! Indoor voice, Leia. Who are these people? Meine Freunde, wenn ich das wüsste. My friends. I believe only Mr. Kresnik was invited. We're a package deal. I'm Ludger's friend and advisor. And I'm the acting guardian of these miners. I'm acting guardian number 2. And I'm acting guardian of this kitty. One moment, please. Acting guardian number 2, huh? Look who's talking! All of you may enter. Mr. Bakur is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Kresnik. Glaube ich gerne. Schon der Wahnsinn, wie viele Leute sich in kurzer Zeit einfach mal in so eine Gruppe zusammenfinden. Katze, 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 Katze. Keine Katze. Was ist denn das? Also, doch, Katze! Why, Ludger, I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Good and bad. Which one first? Fangen wir mit der guten Nachricht an. Ich will die schlechte Nachricht hören. Give me the bad news. Mr. Kresnik's going on the police's most wanted list. Your life's about to get a lot tougher. So they're gonna throw Ludger in jail? Wasn't there good news? Indeed, I would like to recruit you as an agent in our company. Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on him. You've been testing Ludger. You can't get the true measure of a man by observing from a distance. What do you say? Become one of my agents and I'll keep the police off your back, even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. I failed to mention that an agent's salary is considerable. You'll be killing 2 birds with 1 stone. You can avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. What kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Surely you've noticed them. Worlds like ours, but not? Think of this flower as our prime dimension, a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of course, this means humans will die out as well. Whoa, whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Elympios going dry, the failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true. Oh, but it is.
Spirius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? That is a question for our friend Ludger here. His chromatis transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. The power to destroy a world. No fair! I have no idea what everybody's talking about! Ludger, for the sake of this world, the true world, you must help us. Damit hat Julius sich also beschäftigt. Is this what Julius has been up to? He was the best of the best. Julius eliminated more than 100 fractured dimensions. We believe it's very likely that former Director Kresnik has fled into one such dimension. Find him and you'll kill 3 birds with 1 stone. That's a good lad. You're officially a DODA agent of Spirius. One thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what, it's a who. A great spirit of Canaan. Kronos. The land of Canaan? Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. I have to admit, being an agent for the Spirius Corporation is kind of a big deal. But are you sure about this? Ja, bin ich. Dieser Job wollte ich schon immer. Eigentlich nicht. Not really. Thought so. But if the CEO says you can handle it, that's a big thumbs up. I mean, my editor will barely let me take down a classified ad. This could be your big chance to make it big. Ugh, what reporter uses big twice in one sentence? Beasley Barkus. Bisley Bakur certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like... Der König von Elympios. Der Boss einer Schurkenorganisation. A boss of a sinister organization. I think so too. He's like the villain on Beach Brigade Sunscreen Rangers. Who? Well, he's like this evil genius who makes fish paste products from dead fish and uses them to rule the seafood industry. But the Sunscreen Rangers will fight him to the death to defend the beach so that they have dead fish to eat. They're fighting to save dead fish from the seafood industry? It was a classic Olympian action series. Palin collected all the toys. I used to watch it with my daddy. And Beasley Bakur resembles that. Well, regardless, he's Ludger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bakur was lying, but I'm pretty sure he wasn't telling us everything either. I agree. Okay. Gut. How does Beasley know about Ludger's power? Not exactly the tailored suits and financial reports sort of CEO, huh? Sehr schön. Ich denke, ich werde jetzt hier wieder einen Cut machen. Dann muss ich das Ganze noch ein bisschen zusammenfügen mit der Pause. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Tschüssi.